Hi, im heutigen Video geht es um die Punzierung eines sogenannten keltischen Knotens, den ich als Verzierung für ein Armband verwenden möchte. Dessen weitere Herstellung seht ihr in diesem Video natürlich auch. Als erstes übertrage ich das Muster auf mein Leder. Hier nehme ich Hermann Oak Leder in ungefähr 2,5 mm Stärke. Das Leder habe ich leicht angefeuchtet, die Feuchtigkeit etwas einziehen lassen und übertrage jetzt das Muster mit diesem Stylus auf das Leder. Dabei sollte man recht vorsichtig vorgehen und sorgfältig, da alle Abweichungen bei so einem symmetrischen Muster schnell auffallen. Der nächste Arbeitsschritt ist die Arbeit mit dem Swivel Knife. Ich habe mich hier entschlossen, zuerst die parallelen Geraden in der Mitte einzuschneiden. Immer mal per Augenmaß überprüfen, ob alle Schnitte parallel sind und die geraden Paare jeweils einen gleichen Abstand haben. Als nächstes habe ich die äußeren Bögen eingeschnitten. Mir persönlich fällt es leichter, alle Formen, die identisch sind, also alle äußeren Bögen zuerst zu schneiden, dann alle inneren Bögen. Mir fällt es dabei leichter, wirklich eine Symmetrie einzuhalten, beziehungsweise die Schnitte schön gleichmäßig hinzubekommen. Besser, als wenn ich das komplette Muster von oben nach unten abarbeiten würde.
Als nächstes werden alle Swivel Knife Schnitte mit dem Beveler bearbeitet. Hier bin ich hingegangen und habe zuerst die äußeren Bögen genommen. Dann die inneren Bögen. Und zum Schluss wieder die geraden Paare in der Mitte. Hierfür habe ich jetzt meinen breitesten Beveler genommen. Als nächstes ist jetzt der Hintergrundstempel dran. Eigentlich wollte ich euch in diesem Video auch den Bargrounder vorstellen, den verschiebe ich aber doch auf ein anderes Video, auf ein separates, wo ich mich mit verschiedensten Hintergrundstempeln befassen möchte, um sie euch zu zeigen. Hier habe ich jetzt deshalb den Standard A104 genommen, mit dem die meisten zu Anfang arbeiten. Theoretisch könnte man jetzt sagen, dass wir mit dem Muster fertig wären. Ich möchte aber noch ein kleines Quäntchen mehr daraus holen und nehme dieses sogenannte Matting Tool von Barry King. Alle Übergänge, wo Linien unter anderen Linien verschwinden bei diesem keltischen Knoten, setze ich den ein und ja, ihr seht es im Video. Mit den Punzierarbeiten sind wir zwar jetzt fertig, aber ja noch nicht mit dem Armband, was hergestellt werden soll.
Also der nächste Schritt wäre jetzt, alle Kanten abzuschrägen mit so einem Edger. Dann einmal das Leder ölen mit Neatsfoot-Öl, einmal in frisch geöltem Zustand und einmal nach dem Trocknen, damit ihr den Farbunterschied seht. Dann bringe ich als Finish eine Schicht Tencoat auf von Feelings. Das gut antrocknen lassen und dann eine Schicht Antikpaste bzw. Antikfinish in Medium Brown war das, glaube ich, von Feelings. Immer schön Handschuhe anziehen dabei und in kreisenden Bewegungen auftragen, damit man es schön in die Punzierung einarbeiten kann. Mit einem Lappen abwischen. Eine letzte Finish-Schicht wiederum mit Tencoat. Und noch ein bisschen mit einem Tuch polieren. Da das punzierte Leder recht dünn ist, wollte ich es noch etwas verstärken, habe noch einen zweiten dünneren Lederstreifen dahinter geklebt. Das überschüssige Leder abgeschnitten. Dann das Ganze umnäht, kann man natürlich auch problemlos mit der Hand machen. Zum Schluss noch das untere Leder abgeschrägt an den Kanten. Um die Kanten
zu bearbeiten, bin ich dann hingegangen mit einem Schleifblock und habe sie vorsichtig abgeschliffen. Dann angefeuchtet mit Wasser und bin mit einem Stück Canvastuch über die Kanten gegangen, um Reibungshitze zu erzeugen. Dadurch werden die Kanten schön glatt und glänzend. Im Anschluss daran noch etwas Sattelseife aufgetragen, Glycerin-Sattelseife, auch wieder mit einem Stück Canvas hinterher polieren und schon sind die Kanten fertig. Das Armband ist jetzt fast fertig, es fehlen nur noch die Druckknöpfe. Diese Druckknöpfe bestehen aus 4 Teilen, 2 für den unteren Bereich, 2 für den oberen. Für jede Druckknopfgröße gibt es einen passenden Handsetter. Ich habe hier extra mal nicht die Maschine genommen. Mit dem Handwerkzeug geht es hier auch. Und fertig ist unser Armband. Ich hoffe, der eine oder andere baut es mal nach. Wer die Zeichnung dafür haben möchte, kann mir eine E-Mail schicken, solange ich noch keinen Download-Bereich auf meiner Internetseite habe. Ich habe aber fest vor, die bald einzurichten. Und sonst, Mathematik kann euer Freund sein. Es sind immer nur die gleichen Kurven. Probiert's aus. Gar nicht so schwer. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben und euch ein bisschen weiterhelfen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.